Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das ist die Fraktion Die Linke und die Koalitionsfraktion. Dankeschön, Sie dürfen sich wieder setzen. Wer stimmt dagegen? Das ist die CDU-CSU-Fraktion und die AfD-Fraktion. Wer enthält sich? Niemand. Dann ist der Gesetzentwurf damit angenommen. So klang das vor ein paar Wochen im Bundestag, als das Wahlalter für die Europawahl auf 16 Jahre abgesenkt wurde. Für die Regierungsparteien und die Linke sind Teenager in dem Alter also erwachsen genug, um wählen zu gehen. Aber was heißt es eigentlich, erwachsen zu werden? Das fragen wir uns zum Auftakt unserer Themenwoche Die Jugend von heute. Ich bin Marianta. Hi. Zurück zum Thema. Was ist das überhaupt, Erwachsensein? Ja, und woran macht man das fest? Das haben wir verschiedene junge Menschen gefragt. Unter anderem Niveta. Die 26-jährige Inderin arbeitet als Architektin. Das klingt ja erstmal ganz schön erwachsen. So richtig angekommen als Erwachsene fühlt sie sich aber noch nicht, wenn man sie fragt, was Erwachsensein für sie ausmacht. An adult. I to make decisions and to have a sort of responsibility that an overbearing kind of that looming sense of reality is there is something. But in my sense, becoming an adult is very scary for me. We have to be on our own, and we don't have anybody else, and it's just you, and it's a boat in a sea, like, no one's there around you. So you have to be your own person now. Erwachsen sein, das ist wie ein Boot auf weiter See, wenn es nach Niveta geht. Ähnlich sieht das auch die US-Amerikanerin Jess. Sie ist 20 und seit einigen Wochen auf Reisen in Europa unterwegs. Auf ihren Touren, da sei sie jetzt schon reifer und erwachsener geworden und trotzdem fühlt sie sich noch nicht so, wie sie es vom Erwachsensein erwartet hatte. I was expecting to have more answers by now for like my life and what I want to do and blah, blah, blah. And I thought that with time and, growing up, maturing, being an adult, I thought that I'd get more answers, but I haven't. And I thought that I was alone in that, but it's a very common experience. And I only learned that because of travel. That, my future felt like a black hole. And I feel like everyone feels that way because you're supposed to be lost in your 20s, and I didn't know that. And I hope that in the next couple of years, I get some answers and, not find myself, because that's dramatic, but find myself. And I just hope that in the next couple of years, things will make sense. Because with like TV shows and movies, it's not a real depiction of life, and everybody watches those and thinks, oh, right, that's how it's going to be, and it's not. So I hope that, in the next couple of years, things start to make sense, I guess, because they don't right now. But I feel like that's how it is for most people. And when you start to accept the fact that you're not special and, oh, I'm lost, everybody else is, it humbles you a little bit. Was es heißt, erwachsen zu sein, das steckt ja auch schon so ein bisschen in dem Wort selbst drin. Zumindest die Idee. Nämlich, dass man dem Kind- und Jugendlichsein entwachsen ist. In Deutschland gilt man ja gemeinhin mit 18 als erwachsen. Zumindest volljährig ist man dann. Aber auch erwachsen? Nicht unbedingt. Zum Beispiel werden im Sozialrecht Menschen unter 27 als junge Volljährige bezeichnet und vor Gericht weniger hart bestraft. Die Aussagen von Jess und Niveta zeigen, dass Erwachsensein oder zumindest sich so zu fühlen nicht nur eine Frage des Alters ist. Deshalb wollten wir wissen, wann sich Menschen denn das erste Mal so richtig erwachsen gefühlt haben. Daran erinnert sich Khulud. Die 27-Jährige kommt aus Tunesien. Dort erhält man zum 18. Geburtstag seinen Ausweis. Für viele die ganz offizielle Bescheinigung, jetzt erwachsen zu sein. Für Khulud gab es aber auch noch andere ausschlaggebende Momente. Well, that moment when getting my national ID is one of the moments that I felt like, okay, I'm an adult now. But also,
when I became a student at the faculty. Well, the atmosphere was different from high school. We were not obliged to wear uniform, and the education system is different. So you are not obliged to attend the classes, but you have to assume your responsibility if you exceed the number of the allowed absence, etc. So it's all your responsibility. And the faculty was very far from my house, so I wasn't able to have lunch with my parents at home like I used to before. And I almost spent the day at the faculty, and I come back late to the house. So especially the first week at the faculty, I was about 19, 20 years old, I think. I really felt like a responsible adult person. Also, I remember my first car. My father said, "Okay, so this is your car, and it's now your responsibility, including gas, insurance, etc. I trust you. You are mature enough to not put yourself in trouble." So it's not really easy to drive in my city. It feels like a huge responsibility. You should be careful. You should respect the law. You can't. You have to be very careful to not hurt people and to not hurt yourself or your car. So it was really a moment that I felt now, okay, there's a huge responsibility for me. And now I'm adult and I can handle it, Auch für Uluch aus Kirgisistan spielt Verantwortung eine große Rolle für das sich erwachsen fühlen. Für den 21-Jährigen war aber nicht nur das allein ein Zeichen, erwachsen zu sein, sondern auch etwas, das nicht nur ganz sprichwörtlich auf der Hand liegt: Geld. It was the first time when I get a job. So when you get your first money to your hands. I was at 17 actually at the time. It was more like an internship, but still it was like my own money, And I was like, I can take care of myself by myself, And more feeling of this one, and it was just getting better. So the first money that I earned by myself, I gave to my father. That I earned as a developer to my father. And I was so proud of myself. Like I bought a present for my father, for my mother, and some stuff to eat at home. And I was really proud of myself at the time. Abschließend erzählt Uluch aber auch noch, dass Erwachsensein eben nicht nur Verantwortung für einen selbst ist, sondern auch für die, die gerade noch erwachsen werden. I'm the oldest in my family. I have 5 siblings, and for me, becoming an adult is you should be able to give a good example for your younger siblings, and also take care of your parents, and of course, take care of yourself. Was es heißt, erwachsen zu werden, das lässt sich kaum in 10 Minuten beantworten, wenn es sich überhaupt beantworten lässt. Doch was in den Gesprächen mit den jungen Erwachsenen immer wieder deutlich geworden ist, dass Erwachsensein ein Limbo zwischen Möglichkeiten und Verantwortung ist. Zwischen dem sich selbstständig machen und dem Gefühl, verloren zu sein und einen Platz in der Welt finden zu müssen. Und damit sind wir raus aus der ersten Folge unserer Themenwoche Die Jugend von heute. Morgen, da schauen wir dann auf die Jugend im Iran. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Alea Rentmeister und Esther Stephan. Produziert wurde sie von Florian Drechsler. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Marianta und ich sag Tschüss. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.